Hallo Leute, in diesem Video beschäftigen wir uns mit Hypertonie, also Bluthochdruck. Folgende Punkte sollen dabei geklärt werden. Was ist überhaupt Blutdruck? Wie wird der Blutdruck eingeteilt? Wie kann ich ihn messen? Da werde ich die klassische Messung gegenüberstellen zu etwas ganz Innovativem. Den Link dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung. Könnte ein Gamechanger sein. Wie entsteht Bluthochdruck? Warum ist Bluthochdruck gefährlich? Und wie kann ich den Blutdruck reduzieren? Viel Spaß beim Video! Blutdruck ist ein wichtiger Indikator für die Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems. Es ist definiert als die Kraft, mit der das Blut gegen die Wände der Blutgefäße drückt. Der Blutdruck wird in Millimeter Quecksilbersäule gemessen und besteht aus zwei Messungen. Der systolische Blutdruck, das ist der höhere Wert, und der diastolische Blutdruck, der niedrigere Wert. Die systolische Zahl misst den Druck in den Arterien, wenn das Herz schlägt, während die diastolische Zahl den Druck in den Arterien misst, wenn das Herz zwischen den Schlägen ruht. Wie wird der Blutdruck nun eingeteilt? Auf der linken Seite seht ihr die herkömmliche Einteilung, auf der rechten Seite die Einteilung der Europäischen Gesellschaft für Hypertonie, kurz ESH, aus dem Jahr 2021. Wie wird der Blutdruck nun gemessen? Es gibt zwei Arten von Blutdruckmessung, die manuelle und die automatische. Bei einer automatischen Messung wird eine Manschette um den Arm gelegt, die mit einem elektronischen Gerät verbunden ist. Das Gerät pumpt automatisch Luft in die Manschette und misst den Blutdruck, während die Luft langsam abgelassen wird. Das Gerät zeigt dann den systolischen und diastolischen Blutdruck auf einem digitalen Display an. Bei der manuellen Messung wird eine Manschette um den Oberarm gelegt und mit einer Handpumpe aufgepumpt, um den Blutfluss in den Arterien zu stoppen. Der Arzt lässt langsam die Luft aus der Manschette und horcht mit einem Stethoskop auf die Arterien. Wenn der Blutfluss wieder beginnt, hört er das erste Geräusch, das sogenannte systolische Blutdruckgeräusch, und notiert den Wert. Wenn der Blutfluss weiterläuft und das Geräusch schließlich verschwindet, wird der zweite Wert, der diastolische Blutdruck, notiert. Wichtig zu verstehen beim Blutdruck ist, dass eine einmalige Messung wirklich nicht aussagekräftig ist. Man braucht sehr viele Messungen. Einmal, wenn man relativ entspannt ist, einmal vielleicht, wenn man gestresst ist, in der Früh, am Abend etc. Es gibt ja sogar sowas wie eine Weißkittelhypertonie. Das ist ein Phänomen, dass Leute, weil sie nervös sind, wenn der Arzt den Blutdruck misst und durch diese Nervosität der Blutdruck dann tatsächlich höher ist. Für solche Menschen ist eine 24-Stunden-Blutdruckmessung sehr sinnvoll. Ich habe das auch schon mal gehabt, weil ich leicht erhöhte Werte habe. Da bekommt man vom Arzt einfach so ein Gerät umgehängt, das ist ein bisschen mühsam mit einer Manschette, und die pumpt sich untertags alle 30 Minuten auf und in der Nacht alle 60 Minuten. Und dann hat man halt über einen Zeitraum von 24 Stunden sehr, sehr viele Werte und kann das nachher auswerten. Es ist viel aussagekräftiger wie eine Einzelmessung. Nur dieses Aufpumpen alle 30 Minuten untertags ist natürlich während dem Arbeiten auch sehr unangenehm, und auch in der Nacht wird man quasi jede Stunde geweckt und man hat halt nur einen Tag ausgewertet. Deshalb ist dieses Teil, denke ich, wirklich ein Gamechanger. Es ist halt wie ein Armband, ganz dünn, ihr seht das. Ich kann am Handy, kann ich mir meine Werte anschauen, und es funktioniert mit einer optischen Messung, kann es den Blutdruck messen. Und ich habe halt wirklich über 24 Stunden, ich kann mir jeden einzelnen Tag anschauen, ich kann mir die Woche anschauen, ich kann mir das ganze Monat anschauen. Es wird unterschieden zwischen Wochentagen und Wochenenden. Also es ist, glaube ich, eine coole Sache, und vor allem für Leute, so wie ich, die tendenziell leicht erhöhten Blutdruck haben, ist es wirklich eine super Überwachung. Okay, wann sollte ich dann Interventionen setzen? Das System basiert auf der Verwendung eines optischen Sensors, der kontinuierlich den Blutfluss in den Arterien misst und daraus den Blutdruck ableitet. Aktia verwendet hier eine speziell dafür entwickelte PPG-Technologie, um den Blutdruck ganz genau und zuverlässig zu messen. Anschließend werden die Daten auf die App des Handys übertragen und können analysiert und übersichtlich dargestellt werden.
Es hat somit das Potenzial, die Blutdruckmessung für die breite Öffentlichkeit einfacher und bequemer zu machen und damit beizutragen, dass Bluthochdruck besser erkannt und behandelt werden kann. Um die Genauigkeit der Blutdruckmessung noch einmal zu verbessern, kann man einmal im Monat mit der mitgelieferten Manschette das Gerät nochmal kalibrieren und genauer abstimmen lassen. Die Technologie wurde in klinischen Studien sehr genau untersucht und als zuverlässig eingestuft. Die Studien findet ihr im Anhang. Langfristig erhöhter Blutdruck kann verschiedene Folgeerkrankungen und Risiken verursachen. Dazu gehören Schäden an den Blutgefäßen. Ein erhöhter Blutdruck kann die inneren Wände von Arterien und anderen Blutgefäßen schädigen. Dies kann zu Entzündungen, Verdickungen, Verengungen oder Verhärtungen führen, was das Risiko von Herzinfarkten, Schlaganfällen oder anderen Komplikationen erhöht. Ein langfristig erhöhter Blutdruck kann dazu führen, dass das Herz stärker arbeiten muss, um Blut durch den Körper zu pumpen. Dies kann zu Schäden an Herz- und Blutgefäßen führen und das Risiko von Herzinsuffizienz, Angina pectoris, Herzinfarkten oder Arrhythmien erhöhen. Bluthochdruck erhöht das Risiko von Schlaganfällen, da es die Gefäße im Gehirn schädigt und schließlich zu einer Unterbrechung des Blutflusses oder einer Hirnblutung führen kann. Ein erhöhter Blutdruck kann die Nierenfunktion beeinträchtigen und langfristig zu Nierenerkrankungen führen. Ebenso kann ein erhöhter Blutdruck die Blutgefäße in den Augen beschädigen und somit das Risiko von Sehstörungen oder im schlimmsten Fall sogar Erblindung erhöhen. Wodurch entsteht Bluthochdruck? Es gibt viele Faktoren, die zur Entstehung von Bluthochdruck beitragen können. Zum einen die Genetik. Manche Menschen haben einfach aufgrund ihrer Gene ein erhöhtes Risiko von Bluthochdruck, unabhängig von ihrer sportlichen Leistungsfähigkeit oder Gewicht. Mit zunehmendem Alter steigt auch das Risiko für Bluthochdruck. Übergewicht und Fettleibigkeit sind massive Risikofaktoren für Bluthochdruck. Ebenso Menschen, die körperlich inaktiv sind, haben ein höheres Risiko für Bluthochdruck. Wissenschaftlich etwas kontrovers diskutiert wird noch der Salzkonsum. Manche Autoren gehen davon aus, dass eine salzreiche Ernährung dazu beitragen kann, dass der Körper mehr Flüssigkeit zurückhält und somit der Blutdruck erhöht wird. Ganz klar ist die Evidenz bei Alkohol, dass den Blutdruck ganz klar erhöht, ebenso wie Rauchen, da es die Blutgefäße zusätzlich verengt und somit den Blutdruck erhöht. Auch chronischer Stress kann den Blutdruck erhöhen. Menschen, die unter einer Schlafapnoe leiden, dort wird die Atmung während des Schlafs vorübergehend gestoppt, auch das kann den Blutdruck erhöhen. Und es gibt auch einige Medikamente, wie zum Beispiel die Pille oder bestimmte Schmerzmittel, die den Blutdruck erhöhen können. Ganz wichtig zu beachten ist aber, dass der Bluthochdruck oft asymptomatisch ist. Das heißt, es gibt keine offensichtlichen Anzeichen oder Symptome. Daher ist eine regelmäßige Überwachung des Blutdrucks wirklich wichtig, um die Erkrankung frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Wie kann Bluthochdruck nun reduziert werden? Das Wichtigste ist die Änderung des Lebensstils. Eine gesunde Ernährung, regelmäßige körperliche Aktivität, Gewichtsabnahme bei Übergewicht und Vermeidung von Tabak und Alkohol können den Blutdruck ganz klar senken. Wenn das nicht funktioniert, muss man Medikamente einsetzen. Auch die funktionieren sehr, sehr gut, um den Blutdruck langfristig zu senken. Die Wahl des Medikaments hängt hier ganz klar von der Schwere des Blutdrucks und vom Vorhandensein anderer gesundheitlichen Probleme ab. Chronischer Stress erhöht meinen Blutdruck. Deshalb ist Stressabbau durch Meditation, Yoga oder Atemübungen eine super Methode, um den Blutdruck zu senken. Zusätzlich empfehlen viele Wissenschaftler noch die Reduktion des Salzkonsums auf weniger als 5 Gramm pro Tag. Das Wichtigste ist natürlich die regelmäßige Überwachung des Blutdrucks zu Hause und/oder beim Arzt, um Veränderungen feststellen zu können. Zum Abschluss noch ein kurzes Resümee. Je früher man den Bluthochdruck erkennt, desto eher kann man Interventionen setzen. Deshalb ist eine regelmäßige Blutdruckkontrolle
sei es beim Arzt mit Manschette zu Hause oder 24/7 mit so einem Armband, halt wirklich sinnvoll, damit diese Folgeerkrankungen rechtzeitig behandelt werden können. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns nächsten Mittwoch. Know it, do it.